Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein schnelles und einfaches Rezept für eine leckere Spitzkohlpasta mit Hackfleisch-Tomatensauce. Dafür als erstes eine große Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen. Sobald die Pfanne heiß genug ist, 400 Gramm Hackfleisch, halb Rind und halb Schwein in die Pfanne geben, mit einem Kochlöffel etwas auseinanderreißen und für 4 bis 5 Minuten krümelig darin anbraten. Auch ruhig schon mal mit einer sehr guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Nebenbei schneide ich mir schon mal etwas Spitzkohl klein, insgesamt ca. 400 Gramm, einfach in dünne Streifen schneiden. Das Hackfleisch gelegentlich mal wenden bzw. durchrühren. Und jetzt kommt der Spitzkohl dazu, einfach mit in die Pfanne geben, unter gelegentlichem Wenden für ein paar Minuten mit anbraten, bis der Spitzkohl ein wenig zusammengefallen ist. Danach kommen die Gewürze dazu, zunächst ein gehäufter Esslöffel Tomatenmark, dann je einen gehäuften Teelöffel Pizzagewürz, Knoblauch sowie Zwiebelpulver und süßes Paprikapulver. Die Gewürze und Tomatenmark unter die Spitzkohl-Hackmischung rühren, kurz mit anrösten lassen und dann löschen wir mit einem guten Schuss Rotwein ab. Alternativ nehmt ihr hier Fleisch- oder Gemüsebrühe her, den Rotwein unter Rühren nahezu komplett verkochen lassen. Und jetzt fehlt nur noch etwas passierte Tomate. Ich habe hier insgesamt 500 Gramm Tomatensauce dazu gegeben. Die Packung mit einem Schuss Wasser ausspülen, ebenfalls dazugeben, alles einmal gut umrühren, zum Kochen bringen und zum Schluss schmecken wir noch mit einer guten Prise Zucker, Salz sowie frisch gemahlenem Pfeffer ab. Die Spitzkohl-Hacksoße anschließend bei niedriger bis mittlerer Hitze köcheln lassen und nebenbei einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser für die Nudeln aufsetzen, die Nudeln ins kochende Wasser geben, nach Packungsanweisung bissfest garen, dabei gelegentlich mal umrühren und sobald die Nudeln fertig sind, den Topf vom Herd ziehen, über einem Nudelsieb abgießen, kurz ausdampfen lassen und die Pasta anschließend auf Tellern verteilen und zusammen mit der Spitzkohl-Hackfleisch-Bolognese servieren. Zum Schluss noch etwas gehackte Petersilie für die Garnitur drüber streuen und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.